Ich war mal wieder bei Google Maps unterwegs und habe da was rausgesucht. Auf der kleinen Insel Ekkilsjöva, glaube ich, heißt sie, gibt es einen Platz für 30 Wohnmobile auf Schotterplätzen, die in Felsen und Bäumen eingebettet sind. Jeder Platz hat seine eigene Form und Größe und verfügt über einen Stromanschluss 10 bis 16 Ampere, kostet 30 € inklusive Entsorgung. Ja, untersuchen wir uns ein kleines schnuckeliges Plätzchen und haben eine wunderbare Aussicht. Ja, das mag ich schon was. Das alte Klippfischlagerhaus von 1916 ist heute ein faszinierendes Fischereimuseum und beherbergt auch die wichtigsten Sanitäranlagen und die Rezeption. Es umfasst eine große Küche, eine Wäscherei und guckt euch das mal an. Eine Sammlung von alten Schätzchen aus Jahrzehnten, einem Jahrhundert, unglaublich. Und da geht es noch eine Treppe hoch und, was ist das? Ein riesiger Raum. Dort können alle Camper auf dem Platz an einer langen Tafel sitzen und schöne Feste feiern. Im Erdgeschoss ist dann natürlich noch jede Menge Platz für Kühltruhen für den gefangenen Fisch und Möglichkeiten zum Ausnehmen dieser. Die Besitzer sprechen übrigens perfekt Deutsch. Boote kann man mieten für 30 €. Und wir versuchen unser Glück am Abend ein bisschen angeln und genießen einfach die Aussicht. Dieser Morgen hat doch was Magisches, oder? Für mich auf jeden Fall, denn heute schwinge ich mich in ein Mietboot und werfe die Angelrute aus. Es muss doch hier irgendwie ordentlich Fisch geben. Ist ja ein Fischereihaus. Auf geht's. Dummerweise frischt der Wind immer mehr auf und ich tanze mit meiner Nussschale auf den Wellen. Kommt mir vor, als ob ich schon eine Woche auf dem Wasser bin, aber es sind gerade mal 3 Stunden. Aber da ist er. Ha! Ein Biss, mein erster Fisch. Genial. Ich nehme noch den schönen Dorsch aus und meine Freunde, die Möwen, die warten schon. Hier ist es wohl üblich, dass man den Rest mal hinwirft. Und ja, da wird gefressen, was das Zeug hält. Wir ziehen wieder los zur Atlantikstraße. Die Straße der Meere, wie der Atlanterhavsveien auf Norwegisch heißt, wurde in Norwegen zum Bauwerk des Jahrhunderts gekürt. Der spektakulärste Teil der Atlantikstraße ist ca. 8 Kilometer lang und führt über 8 Brücken sowie unzählige Inseln. Insgesamt ist die Atlantikstraße 36 Kilometer lang. Die höchste und beliebteste Brücke auf dieser Strecke ist die Storseisundbrua, 23 Meter hoch und schön imposant. Ihr kennt die Atlantikstraße bestimmt aus den sozialen Medien. Meistens wird die Straße aus der Luft bei Sonnenaufgang oder Untergang gezeigt. Das sieht natürlich fantastisch aus, aber ich finde, mit der Realität hat es ziemlich wenig zu tun. Gut, jetzt war nicht so super Wetter, aber der Blick ist fantastisch, die Straßenbauer haben hier ganze Arbeit geleistet. Unglaublich, das muss man einfach selbst erlebt haben. Unser persönlicher Eindruck war, wow, aber nicht wow. Weiter geht's. Wir müssen dringend Abwasser ablassen und
Auf der Strecke ist ein Ort und zack, ist da auch eine Ablassstelle. Also nix wie hin. Und wie wir da so stehen, Ja? Und dann trifft man sich hier bei der Grauwasserentsorgung. Allerdings. Na, wir haben auch gedacht, lieber jetzt, wer weiß, was kommt. Wobei Wasser, ich glaube, hatten wir noch 60 Liter. 60 Liter, ja. Und ein bisschen Wasser haben wir auch. Also wir hatten jetzt nicht zu viel aufgetankt, aber Ich habe so viele Fotos gemacht. ja, Tausende. Erst Kuprian und dann Norwegen. treffen wir alte Bekannte. Sabine und Kai aus Chemnitz. Wir ziehen weiter, es ist schon später Nachmittag und kommen an in Bad. Da gibt es ein schönes Plätzchen direkt am Meer. Wir fahren einfach rein, haben nichts vorgebucht und haben Glück und stehen direkt am Wasser. Leider zieht das Wetter ziemlich zu und am Abend wird es dann ziemlich frisch und es regnet und stürmt die ganze Nacht durch. Nee, da müssen wir jetzt nicht länger bleiben, glaube ich. Also wir fahren wieder los, aber am Abend haben wir uns noch was rausgesucht und zwar gibt es hier so eine Lachsräucherei, Lachs- und Forellenräucherei, kleiner Geheimtipp. Ja, Dragon Smoke Lachs. Und wir kriegen Häppchen zum Probieren. Ich kann euch sagen, also sowas von lecker. So einen Lachs habe ich noch nie gegessen. Da sind sie in der Kammer und räuchern vor sich hin. Oh Mann. Auf geht's. Wir ziehen weiter, haben schön was eingekauft und jetzt geht's Richtung Geiranger. Manche sagen ja Geiranger oder so. Aber die Norweger sprechen das ohne R aus, also Geiranger wahrscheinlich. Wir freuen uns wie Bolle und es wird bestimmt spannend. Also bleibt dran und wir sehen uns in Kürze. Bis dahin, tschüss.